Hallo zusammen. Hallo allerseits. Wir sind heute wieder im Spreewald. Und zwar sind wir auf der Suche nach dem Teufel, der ja bekanntlich den Spreewald geschaffen hat. Und ob wir den finden? Die Tour ist etwa 11 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie es hier so aussieht, dann kommt mit. Auf geht's. Die Renaturierung der Cottbuser Spree zwischen Döbrig und Schmorgrow erfolgte durch die Firma Vattenfall. Auf den renaturierten Flächen können Auerochsen gemeinsam mit Wasserbüffeln ihr natürliches Verhaltensrepertoire ausleben und vor unseren Augen ein kleines Stück ursprüngliche Spreeaue wieder neu entstehen lassen. Das ist der sogenannte Straßenteich, der aber zurzeit kein Wasser hat. Den Teufel heben wir uns natürlich bis zum Schluss auf. Und dann erzähle ich euch auch die Sage von der Entstehung des Spreewaldes. Schon nach ein paar hundert Metern stoßen wir auf die erste Bank. Es ist zwar eigentlich zu früh für eine Pause, aber wir nehmen trotzdem Platz und genießen die Aussicht. Vorbei an einem Schlagbaum, der offenbar seine Funktion längst eingebüßt hat, erreichen wir den Deich an der Spree. Hier ist auch ein Teich, der kaum Wasser führt. Ja, hier sind die Wege teilweise geschottert. Am Anfang waren sie asphaltiert. Und jetzt haben wir aber auch Abschnitte,
Richtig schöne, weiche Wege. Sehr angenehm zu laufen. Und hier ist wieder mal ein Teich ohne Wasser. Und das ist der Barbara-Teich, ebenfalls ohne Wasser. Und der Teich macht seinem Namen alle Ehre, das ist der Modderteich. Da sieht man an den braunen Streifen, wie hoch das Wasser eigentlich sein müsste. Ne? Ja, das ist mindestens ein halber Meter. Ja. Jetzt überqueren wir mal kurz die Spree, weil wir da drüben zu einem Rastplatz wollen. So, frisch gestärkt geht's weiter. Also uns gefällt die Tour eigentlich ganz gut, wartet mal. Weil, Wenn noch ein bisschen mehr Wasser in den Teichen wäre, wäre es noch schöner. ja, da kann ich alles haben. Wir haben noch einen Aussichtspunkt entdeckt. Da gehen wir mal jetzt hin, Mal schauen, was uns da erwartet. was zu sehen ist auf der Aussicht. Hier links drin, wa? Ja. Denke ich. Ja. Haben wir den Teufel immer noch nicht gefunden. Aber weit kann es nicht mehr sein, glaube ich. Wir finden ihn bestimmt noch. Mit Sicherheit. Jetzt haben wir eben erst gemerkt, dass wir vergessen haben, das Kabel an den Receiver vom externen Mikro anzuschließen, sodass das wahrscheinlich bis jetzt mehr oder weniger ein Stummfilm war. Meine schönen Kommentare nicht aufgezeichnet. Oh, und du warst wieder so witzig. Ich ärgere mich echt, ey. Also, sowas ist mir noch nie passiert. Ich glaube, wir wären alt. Oder ich zumindest. Ja, natürlich. Komisch, aber passierbar. Jo.
So, wenn ich richtig gucke, da oben auf dem kleinen Hügel, da sitzt der Teufel auf Weiher. Ob er uns schon kommen sieht? Bestimmt. Wieder geht's bergauf. Aber diesmal mit Stufen. Das sind doch bloß so aufgeschüttete Sandhaufen, Mensch. Nicht der Rede wert. Ja, was hat der Teufel nun mit dem Spreewald zu tun? Es heißt, einst pflügte der Teufel das Flussbett der Spree mit 2 schwarzen Ochsen. Er war schon ein gutes Stück vorangekommen, doch es ging schwer und die Ochsen waren müde. Das passte dem Leibhaftigen gar nicht. Wutentbrannt warf der Teufel seine Mütze nach den Tieren und schrie auf sie ein. Vor Schreck ergriffen die Ochsen die Flucht. Mit dem Pflug im Schlepptau rannten sie kreuz und quer davon und zogen tiefe Rinnen in das Land. Der Sage nach entstanden so die vielen verzweigten Fließe der Spree. Guck mal, der hat ein richtigen Sixpack, der Teufel, ne? Ja doch, krieg an, gut trainiert. Dieses Dornengestrüpp hier um die Figur herum hat sicher seinen Grund darin, dass es immer wieder Leute gab, die auf diese Skulptur hinaufgeklettert sind. Und um das zu verhindern, lässt man das jetzt so ein bisschen zuwachsen. Ist zwar schade, aber verständlich. Wenn es so viele, ich sag mal, Idioten gibt, muss man halt handeln. Also wir sind hier auf dem Auerochsenberg, Camp Spreeaue Dissen. Gut. Eine tolle Anlage. Einwandfrei, haben das schön gemacht. Wunderbar. Und hier sind ganz viele Sagenfiguren geschnitzt. Hier die Schlange. Da haben wir einen Drachenkopf, eine Echse. Soll das hier ein Frosch sein? Könnte sein. Was sagst du? Fliegende Fische, ja. Das ist ein fliegender Fisch. Und da drüben ist der Parkplatz. Kriegt mal ja Drehwurm. So, wir haben unsere Tour beendet. Wir haben es geschafft, wir sind zurück. Ja, was können wir über die Tour sagen? Es sind breite Wege, zum Teil asphaltiert, zum Teil geschottert. Der Weg auf dem Deich ist Gott sei Dank unbefestigt. Genau. Also überwiegend breite Wege, keine Pfade, aber es ist schön zu laufen. Also mir hat es sehr Auf gefallen. jeden Fall, wunderbar. Hat sich's gelaufen. Ein bisschen fehlt heute natürlich die Farbe. Einerseits, weil die Bäume noch nicht grün sind, aber dadurch hat man bessere Sicht. Auf jeden Fall, man sieht viel mehr. Und zum anderen, weil in den meisten Teichen kein Wasser war. Ja, das hätte ja auch noch ein bisschen blaue Farbe gebracht. Ziemlich trockene Gegend teilweise. Vielleicht müssten wir die Tour noch mal machen, wenn die Bäume belaubt sind und nach einer längeren Regenperiode, dass man vielleicht Glück hat und die Teiche sind gefüllt. Ja, genau. Ja, das überlegen wir uns noch. Für heute ist erstmal Schluss. Es hat sich wieder sehr gelohnt. Auf jeden Fall. Wie man sieht, das Wetter hat auch mit dir spielt. Ja, und wir haben sogar den Teufel besucht. Und alles wieder gehen lassen. Jo, dann vielen Dank fürs Mitkommen. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Und wir sagen Tschüss, bis zum Bis zum nächsten nächsten Mal. Mal. Tschüss.